Hi Leute und herzlich willkommen zum 12. Tag der IAE 2953. Oh, mein Zug ist da. Da müssten wir erstmal einsteigen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Wir fahren jetzt nochmal zum Messegelände, denn wir wollen uns heute noch ein Schiff ausleihen zum Ausprobieren. Und wir schauen uns auch nochmal die neue Lackierung der Drake Vulture etwas näher an. Bis gleich. Tja Leute, und da stehen wir vor der Drake Vulture in der exklusiven Messelackierung für die IAE 2953. Und wenn ihr mich fragt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, es sieht schlecht aus, denn das tut es nicht. Gerade diese hellblauen Akzente hier sind sehr schön gesetzt. Aber diese Lackierung ist schon recht exklusiv mit dem Farbschimmer und ich glaube, zu einem so industriell ausgelegten Schiff, wie es die Vulture ist, passt die Farbe nicht wirklich. Für mich jedenfalls ist das so. Und wir sehen auch hier an den Teilen, die nicht unbedingt lackiert sind, es gibt schon so ein bisschen Diskrepanz zwischen der wunderschönen exklusiven Farbe und diesen unlackierten, freiliegenden Technikteilen, die bei Drake das Bild ausmachen. Ja, ich weiß nicht so recht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es nicht schlecht, aber es passt nicht unbedingt zum Image dieses Schiffs. Ein Detail, das wir vorgestern bei den Anzügen noch unterschlagen haben, ist hier beim Venture-Anzug der Helm ist in diesem Falle verspiegelt, also das Visier ist verspiegelt. Bei den normalen Venture-Helmen kann man reingucken, das ist dann eine Glasscheibe, bei diesem hier nicht. Ist vielleicht nochmal eine Besonderheit. Das trifft auch tatsächlich auf alle Anzüge in dem neuen Ascension Design zu. Der Novikov-Anzug hat hier keinen Helm, aber es war auf der Webseite zu sehen, dass der Helm dieses Novikovs-Anzug ebenfalls undurchsichtig ist. Und bei dem Novikov-Anzug ist es eine rechte Besonderheit, dass er in einem neuen Design kommt, weil den gibt es bisher nur in einer einzigen Farbe, nämlich Postkastengelb. Und wenn wir einmal dabei sind, sehen wir uns dann nochmal den neuen Xanthule-Anzug an, oder wie auch immer man das ausspricht. Der fällt insbesondere durch dieses gewaltige Schulterpolster auf und durch diesen wirklich krass abgespaceden Helm. Hat aber dasselbe Ascension-Farbmuster mit dieser wunderschönen Marmor- oder Steinoptik oder ja, so in der Richtung. Aber wir sind natürlich heute hergekommen, um Schiffe auszuleihen und da sind wir beim Hersteller Misk und leihen uns, was auch sonst, die HLC aus und machen damit mal eine Handelsfahrt. So, wir befinden uns am Terra Gateway und wir nehmen jetzt gleich Spirituosen im Wert von 2,1 Millionen Credits an Bord. Und dazu werden wir jetzt in diesen grünen Bereich fliegen, wo dann die Fracht aufgeladen wird. Aber bevor wir das können, oder bevor wir die Fracht laden können, müssen wir natürlich noch die Frachtspindeln ausfahren. Und jetzt sind wir auch schon angekommen. Wir müssen nur noch ein Stückchen weiter vor. Und hier müssen wir anhalten. Okay, und jetzt wird die Fracht aufgeladen und das dauert etwa 5 Minuten. So, wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Wir stellen schon mal die Maschinen auf Maximum. Denn sobald der Transfer abgeschlossen ist, müssen wir sofort hier aus dem Bereich raus.
Ja, und da wollen sie uns auch schon das Schiff wegstoren. Und da sind wir weg. Perfekt. Wir haben jetzt insgesamt mehr als 4.500 Tonnen Spiritus an Bord und den bringen wir jetzt zum Magnus Gateway. Das ist die längst mögliche Route, die aktuell im Spiel ist, bevor Pyro online kommt. Die Entfernung zwischen Terra Gateway und Magnus Gateway beträgt 119,5 Millionen Kilometer. Wir sind hier im Spiel in Echtzeit, also circa 35 Minuten unterwegs. So, wir sind am Magnus Gateway angekommen. Und jetzt heißt es, vorsichtig annähern und andocken. Mit ausgefahrenen Frachtspindeln. Mal sehen, ob das klappt. Perfekt, wir sind angedockt. Wir sind jetzt in der Administration, können hier auf unseren Frachtraum zugreifen. Da können wir dann alles verkaufen. Oh, wir können hier nur maximal 600 Einheiten verkaufen. Na super. Okay. Das ist bitter. Da kriegen wir von den 1,2 Millionen auch nur 333.000 zurück. Okay, also er sagt uns, wir können 600 SCU verkaufen, dann versuchen wir das doch mal. Jawohl. Na super, und beim dritten Versuch haben wir tatsächlich hier ein aufgefülltes Inventar und können sogar nur noch 55 verkaufen. Das lohnt sich definitiv nicht mehr. Das lassen wir bleiben. Also Leute, das war's vom 12. Tag der IAI. Die HLC hat offensichtlich noch ein paar Probleme, die sich aber hoffentlich lösen lassen, sobald das Cargo Refactor abgeschlossen ist. Trotzdem schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder zu Tag 13. Ich habe die beiden Schiffe ausprobiert, die ich ausprobieren wollte. Ich hoffe, ihr habt mir bis jetzt noch ein paar Kommentare mit Schiffen dagelassen, die ich noch ausprobieren kann. Ansonsten werden wir uns vielleicht morgen auch nochmal die Corsair ansehen. Mal schauen, wie es wird. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, kann man immer mal gebrauchen. Und wir sehen uns. Bis dahin, einen guten Flug.